Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Gold steigt in Spikes auf 3000 Dollar bis Ende 2023, Anfang 2024 muss es heißen. Disclaimer. Gold steigt in Spikes auf 3000 bis Ende 2023, Anfang 2024. Sehr wahrscheinlich erfolgt der Goldpreisanstieg nicht gleichmäßig. Es muss einkalkuliert werden, dass während des Anstieges es auch zu heftigen Korrekturen kommen kann, die die Goldaktien heftig treffen können. Vermutlich stellt die Preismarke 2005, so 2350 Dollar einen ersten Verkaufspunkt dar. Wenn dann Gold vielleicht auf ca. 2000 korrigiert, kann man ja nochmal bei Goldaktien nachkaufen. Vermutlich werden Goldaktien aber nie wieder so billig werden wie jetzt. Ja, sehr wahrscheinlich liegt früher oder später hier, haben wir den Spike Richtung 2350 Dollar. Das könnte vermutlich ein Zwischenhoch sein mit einer relativ heftigen Korrektur, wie der Statist das hier auch andeutet. Und die geht hier nach Meinung des Statisten bis auf fast 2000 Dollar. Nun denke ich mal, dass jetzt aktuell der Goldaktienmarkt komplett neu eingepreist wird. Auch wenn es dann später eine Korrektur von 2350 wieder geben sollte, glaube ich nicht, dass die Goldaktien zum alten Level zurückfallen, weil man am Ende doch weitere Anstiege erwartet und nicht alle Investoren werden ihre Goldaktien sofort verkaufen, weil sie ja dauerhaft höhere Preise und viel höhere Gold- und Silberpreise erwarten. Deswegen wird vielleicht die Korrektur nicht so heftig, aber wir hatten keine Glaskugel. Es kann gut sein, dass die Goldaktien eben jetzt erstmal bei 2350 Dollar wirklich ein ziemliches Hoch kriegen können. Silber dürfte dann ja auch irgendwo zwischen 35 und 45, who knows, liegen. Ist dann auch relativ hoch und wir hoffen einfach, dass dann viele Goldaktien, Penny Stocks, Silberaktien, Penny Stocks auf 1 Dollar und mehr gestiegen sind, sodass wir signifikante Wert zu Wert ab diesem Punkt zumindest haben. Und dann könnte man teilweise Teile der Gewinne realisieren und unter Umständen, wenn es opportun erscheint, vielleicht nochmal das Korrekturtief danach kaufen. Aber wie gesagt, das ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Was eben wir relativ sicher wissen, es liegt jetzt irgendeine Form, obwohl es auch nochmal Rückgänge geben kann. Heute geisterte, ich glaube, von Trader Santiago oder so, eine Aussage, dass ihm Gold nicht gefällt, dass es nochmal korrigieren kann. Er glaubt 1600 Dollar. Das glaube ich nicht so. Ich glaube, es wird unterschätzt, was jetzt fundamental passiert. Es kommen unglaubliche Käuferkreise in diesem Bereich, die Goldaktien und eben auch Gold und Silber fundamental höher bewerten. Und jeder Rückgang, ja, es ist im Grunde wie bei Tech-Aktien die letzten 10 Jahre, dann wird sich eigentlich diese neue Philosophie Buy the Dip, Buy the Dip, Buy the Dip, wird sich vermutlich auch hier etablieren. Ähm, ja, also, aber wie gesagt, eine heftige Korrektur kann es geben und vermutlich gibt es auch nach dem Anstieg eben Richtung 2350 Dollar auch eine heftige Korrektur. Die ist dann allerdings, wie Sie ja sehen, schnell vorbei. Der Anstieg von Gold wird immer mehr, geht ins Senkrechte über. Und möglicherweise sehen wir auch kurz danach dann, hier, das ist das Jahr 2024, who knows, auch eben das anvisierte Hoch irgendwo dann bei 8500 Dollar. Das kann möglicherweise sehr schnell gehen, aber wir wissen es nicht. Wir müssen erstmal davon ausgehen, dass es nach der Anstiegsphase, die wir jetzt vor uns haben, vermutlich eine heftige Korrektur geben, aber der Anstieg wird dann schnell wieder aufgenommen. Also das dürfte nicht mehr so lange und lethargisch sein, wie jetzt, sag ich mal, wie das seit 2016 eigentlich sehen, wo wir diesen absoluten Tief hier war ja Gold bei 1000 Dollar, und das ist doch eine relativ lethargische Sache. Und Sie sehen hier, der Statist hat es auch nochmal so gekennzeichnet. Mit dieser Box heißt eben auch, dass diese Seitwärtsphase
vermutlich beendet ist. Genauso wie diese Seitwärtsphase hier Ende 2018, Anfang 2019 beendet war. Insofern, das ist, glaube ich, ganz interessante Aussage. Oder hier eben auch, das finde ich auch nochmal interessant, hier auch 2009 das Seitwärtsgehen. Das hatten wir ja in einem der Charts in den letzten Videos schon mal gesagt, dass es dann in 18 Monaten kam es zu diesem Silberspike, und das sehen Sie auch hier bei Gold. Und das sind eben dann genau diese Phasen nach diesen langen Seitwärtsphasen, die äußerst lukrativ sind. Diese Phase 2011 war äußerst lukrativ für Goldaktien, aber auch eben ab 2019 bis 2021. Und dann diese Phase dürfte auch sehr lukrativ sein. Vermutlich am lukrativsten, weil Goldaktien im Verhältnis absolut extrem unterbewertet sind und wir den, Sie sehen es hier am Chart, den möglicherweise steilsten Anstieg und auch finalen Anstieg jetzt hier im Goldbullenmarkt vor uns haben. Also absolut eine interessante Situation. Ja, hier ist nochmal ein Silberprojektgenerator, Operationsgebiet Sonora, Mexiko. Also Sonora, rechts unten ist die Karte, das ist nordwestlich, das grenzt ja oben an die USA, ähm, liegt das Gebiet. Und also das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Edelmetallen in Sonora konzentriert. Das Unternehmen betreibt das zu 100% unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt La Virginia, das vom letzten Betreiber Pan American Silver erworben wurde, Pan American Silver erworben wurde und hat eine Option auf den Wert einer 100%igen weiteren Beteiligung. Jetzt aktuell, also sind hier 36.000 Hektar circa, eine Mineralschätzung von circa 20 Millionen Unzen. Sie haben mittleres und hochgradiges Material. Sie sehen hier die Bohrung, teilweise riesige Bohrergebnisse mit teilweise hier sehen Sie 738 Gramm pro Tonne Gold bis 10.000. Gut, das ist nicht durchgängig natürlich, aber auch die anderen Bohrergebnisse sind absolut high-grade. Also ein sehr interessantes Gebiet. Wie gesagt, haben wir im Prinzip das doppelte Gebiet nochmal zu explorieren. Da sollte auch noch eine Menge drauf sein. Charttechnisch hat im Grunde genommen die Aktie eigentlich die Gewinne die sie im Grunde genommen, ich hatte Ihnen ja gerade erzählt, dass wir ab 2019 hier aus dieser Box ausgebrochen sind. Goldaktien zeigt das hier im ganz klassischen Sinne hier wieder. Das ist eben genau diese Anstiegsphase gewesen, hier von 0,1 Dollar auf 0,7 Dollar. Hier hätte man theoretisch verkaufen sollen. Das ist jetzt abgeschlossen. Jetzt kommt eine vertikale oder fast senkrechte Anstieg, und ich denke mal, das alte Hoch sehen wir trotz der Verwässerungen, die leider auch stattgefunden haben, sehen wir hoffentlich wieder, weil es eben ein Anstieg mit einer wesentlich höheren Kraft sein dürfte. Formal kommen wir auf einen Potenzialfaktor von 51 bei 20 Millionen Unzen und 14,5 Millionen Marktkapitalisierung. Das heißt, rein theoretisch, das ist ja so ein Versuch, eine Abschätzung bei einer wirklich hohen Mania, wenn alle Leute Gold und Silber haben wollen, wo könnte dann diese Aktie stehen? Bei 7,39 $, aktuell 14 Cent. Also um das 51-fach könnte das steigen. Wie gesagt, ist eine rein theoretische Abschätzung, wer weiß, vielleicht kommt es an der Mania wirklich so. Nochmal die letzte, die Ressourcen und die Gebiet betreffende Meldung, ist hier vom 12. Januar. Das Unternehmen präsentiert äußerst positive Ergebnisse der geophysikalischen, geochemischen Untersuchungen auf dem La Virginia-Gelände. Auf den Ziel El Oriente wurden Schuttproben mit bis zu 17,8 Gramm pro Tonne Gold und 1000 Gramm pro Tonne Silber sowie Splitterkanalproben mit bis zu 4,2 Gramm pro Tonne Gold und 310 Gramm pro Tonne Silber gefunden. Der Präsident des Unternehmens erklärt, das laufende Explorationsprogramm zeigt das Potenzial, an vielen Stellen des Grundstücks bedeutende Mineralisierung, also das auf dem Grundstück bedeutende Mineralisierung zu vermuten sind. Wir freuen uns darauf, eine Reihe der bevorzugten Ziele zu erproben, in Erwartung, dass es weitere Entdeckungen gemacht werden. Also da ist noch viel Potenzial. Sie haben noch diese zweite Option. Und es ist sehr hochgradig alles. Es ist, sage ich mal, mittleres Rechtsgebiet. Aber ich denke mal, das ist ein ganz interessantes Unternehmen, das von einem Silberboom dann auch final profitieren sollte. Wie gesagt, Einschätzung der Aktie insgesamt hohes Risiko.
Und wie gesagt, es ist wie immer keine Kaufempfehlung, aber ich finde einfach ein interessantes Unternehmen. Und Sie sehen, diese Silberassets sind eben trotz gestiegenen Silberpreises eben noch gar nicht richtig bewertet worden. Irgendwas hält die Investoren noch zurück, vielleicht ein potenzieller Rückgang. Aber ich denke mal, Sie sehen es auch am Chart, der Boden ist gefunden und Sie haben im Grunde genommen die gleiche Chance jetzt hier wie 2019 nochmal einzusteigen, wenn man das so sagen kann. Ja, nochmal generell allgemein, wo wir vermutlich stehen. Das hatte ich jetzt schon ein bisschen angedeutet mit dem ersten Chart. Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 $. Wie kommen wir darauf? Weil genau dasselbe in den 1970er Jahren eben passiert ist. Dort ist es mehr oder weniger, Sie sehen es am linken grünen Pfeil hier. Dort ist Gold von 200 $ auf 850 in einem guten Jahr 1979 gestiegen. Und die Chartmuster sind absolut identisch, sage ich mal. Diese Tasse ist quasi gefüllt worden, der Henkel ist auch. Und das ist hier auch passiert, genau dasselbe. Und danach kam es eben eine Eruption von 200 $ auf 850 $ und Sie müssen eigentlich nur eine Null multiplizieren. Also von 2000 $ auf 8500 $ jetzt, sagt dieses Chart. Kristallkugel haben wir nicht. Wir haben heute so viel Technik. Auf der anderen Seite ist die Lage auch viel extremer. Es gibt auch Leute, die sagen, wie Pierre Assange, das hatte ich auch im vergangenen Video gemacht, dass das hier auch doppelt so stark einschlagen kann, auf 17.000 $ oder so gehen kann. Gut, wollen wir da nicht übertreiben. Der Druck ist enorm. Oder zumindest könnte man sagen, bei der letzten Bankenkrise, eben auch wie 2008, die ja hier war, hat sich dann zumindest der Goldpreis auch verdoppelt hier. Das war hier, hatten wir 1000, dann kam diese Finanzkrise, es ging es ein bisschen runter, aber was wirklich stattgefunden hat, ist es eben von 1000 $ hier, das sieht man nicht genauso, aber auf 2000 gestiegen. Und wenn wir das jetzt haben, dann steigt das eben hier die Rettungen sind eigentlich viel größer, eigentlich von 2000 auf 4000. Warten wir es ab. Also eine interessante Entwicklung. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass damals die größte Goldaktienrallye aller Zeiten stattgefunden hat in den 70er Jahren. Sie sehen unten die Zahlen, NAD-Mining von 5 Cent auf 19 $, äh, oder Silverstack von 10 Cent auf 36 $, also 1000 $ wurden 360.000 $ und solche absurden Höhen erreicht. Und das nicht nur einmal, bei vielen Aktien. Das hat eben dieser Goldboom ausgelöst, was eigentlich, wo keiner so drauf guckt. Und das Paradoxe ist, trotz dieses möglicherweise senkrechten Anstieges, der jetzt vor uns steht, in einer noch nie dagewesenen Magnitude, trotzdem sind diese Goldaktien aufs extremste tief bewertet. Darüber kann man spekulieren, warum das ist. Aber wir sollten uns nicht den Kopf zerbrechen. Wir sollten einfach davon ausgehen, dass irgendwann diese Unterbewertung eruptionsartig abgebaut ist. Und da sollten Sie dabei sein. Ja, also welche Ereignisse liegen vor uns? Wir glauben ja erstmal, es kommt zum moderaten Anstieg von Gold und Silber dieses Jahr. Ich hatte ja diese 2350 $ erwähnt und eben Silber vielleicht 50 oder bis plus minus 10 $, who knows. Ähm, Wenn das passiert, ist das ähnlich mit 2011 hier zu sehen. Auf dem rechten Chart sehen Sie das. Und innerhalb von 8 Monaten hatten wir dann diese Rallye. Das könnte jetzt genauso bevorstehen. Und das führt eben dazu, wenn es zu solcher Rallye kommt, dass Penny-Stock-Aktien enorm profitieren, wie hier auf der linken Seite dargestellt. Da war es eben die Rallye hier von der Corona-Krise bis zum Hoch im März 2021 von 2 Cent auf 36, hat den Boden gefunden. Meiner Meinung nach setzt es genauso zum Anstieg an wie damals, nur mit einer höheren Magnitude, dass wir vielleicht hoffen, dass solche Typusaktien irgendwie auf 1 $ plus oder noch eben mehr steigen können. Das meinen wir einfach, dass Gold steigt eigentlich fast unmerklich um 20, 25, 30%. Guten Silber ein bisschen mehr, das geht vielleicht das 100% hoch. Ähm, aber kein Vergleich, was Goldaktien von dieser extremen Unterbewertung ausliefern. Und das ist das Interessante. Also das nennen wir Phase 1 sozusagen. Also hier nochmal die extreme Unterbewertung. Rechts sehen Sie einen Chart Goldaktien Gold und dann sehen Sie, dass seit 1996 Goldaktien im Verhältnis zu Gold im Bärenmarkt sind und jetzt eigentlich erst den Boden gefunden hat. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass es mit einer riesen Eruption sein Gleichgewicht hier befindet und vielleicht auch übertreibt. Und deswegen ist die Chance so groß. Hier nochmal diese kleine rote Linie heißt nochmal dieser Anstieg
von 2011, wo aber auch die Aktien enorm gestiegen worden sind. Und Sie sehen, heute müsste es eine 3- bis 4-mal stärkeren Anstieg geben, also wesentlich größer die Chance. Und dann nochmal hier ein Vergleich von sogenannten Junior- oder Pennygold-Aktien mit Senior-Aktien. Und Sie sehen, dass diese Junior-Aktien extrem unterbewertet sind zu Senior-Aktien wie Barrick etc. Und Sie sehen auch, dass 2002 zum Beispiel, dass auch mal Situationen eintreten können, wo diese Penny-Stock-Aktie, die Unterbewertung schnell abgebaut wird und sogar die Senior-Aktien überbieten kann. Und das ist eben diese unheimlich lukrative Phase, wo Penny-Aktien in den Dollarbereich oder mehr steigen. Jedenfalls denken wir das, dass eben so ähnlich wie hier 2002 diese Unterbewertung eruptionsartig abgebaut ist. Sie sehen, es geht unheimlich schnell, deswegen muss man eben davor investieren sein und nicht eben danach. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3 meinen wir, wenn die Goldaktien dann, sage ich mal, teuer werden, haben sie die Möglichkeit von zum Beispiel mehr Gold und Silber zu kaufen. Und im Grunde genommen, weil vermutlich in allen Bereichen das Risiko äh, täglich zunimmt dann. Zum einen können die produzierenden Länder die Minen verstaatlichen etc. Zum anderen ähm, kann es sein, dass die das Bankensystem nochmal retten müssen, nicht mehr in den Griff kriegen müssen und dass dann der Steuerzahler das absolut nicht mehr retten kann. Weil mit jeder Bankenrettung muss mehr Geld in die Hand genommen. Das übersteigt beim nächsten Mal vermutlich jede Dimension. Und ob es dann noch in dieser Form ein Bankensystem gibt, ob man das ohne Eingriffe überleben kann, ist sehr, sehr fraglich. Und deswegen sollte man seine Gewinne dann zum Beispiel in Gold und Silber transferieren und einfach die Situation abwarten. Vermutlich kommt dann irgendwie in irgendeiner Situation Gold und Silber hoch. Gold soll ja, sagen die Experten, auf $8.000 Kaufkraft im absoluten Krisenhöhepunkt steigen. Wenn das erreicht ist, muss das natürlich in die neue Assetklasse gewechselt werden. Was auch immer das ist, es sind sicherlich gute Immobilien, kleinere Firmen, vielleicht einige Top-Aktien und Top-Fonds und eben natürlich auch Zukunftstrends, die vielleicht billig zu haben sind, wobei die Auswahl dann natürlich schwierig ist. Sie kennen ja auch Warren Buffetts Aussage, dass es 1960 2000 Fluglinien gab in den USA und heute nur noch ein Dutzend. Und da eben die richtigen rauszufinden, ist auch nicht ganz einfach. Also wieder weise Worte. Und das kann man damit umschiffen, indem man in Top-Aktien und Top-Fonds informiert und dann möglicherweise diversifiziert. Ja, Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Es ist ja eigentlich so, die Existenz oder die Vermögen der Masse wird durch gewisse Ereignisse zerstört, wie durch die Schuldenkrise oder die Inflation, die schlagen wird, dass diese riesigen Geldmengen aus dem Bankensystem rauskommen, die da irgendwo parken oder in Staatsanleihen und auf die Gütermärkte treffen und sie sind dann mit der Entwertung konfrontiert. Also die meisten sind natürlich Opfer davon, weil erstmal A, so man sich nicht vorstellen kann, weil es auch so lange gedauert hat, aber es kommt wieder Dieb in der Nacht und da muss man vorbereitet sein. Und man muss sich eben direkt auf diese möglichen Ereignisse meines Erachtens vorbereiten. Das meinen wir damit und versuchen zu profitieren, wie jetzt zum Beispiel moderat steigende Gold- und Silberpreise, was hoffentlich zu dieser Goldaktienrallye führt. Und dann irgendwann die Gold- und Silberspitzen und dann wieder das Reinvestieren in produktive Werte. Und das würde dann bedeuten, wenn wir jetzt typischerweise $20 aktuell investieren, können wir vielleicht eine Ver-25-fachung mit den Goldaktien und Silberaktien machen, eine Ver-4-fachung mit den finalen Gold- und Silber-Höchstwerten und eine Ver-50-fachung langfristig durch das Reinvestieren, indem wir dann günstige Immobilien kaufen können. Sie wissen ja, Mike Maloney hat gesagt, 1980 konnte man ein Haus für 500 Unzen Silber kaufen. Ähnliche Preissituation kommt wieder sein. Und dass sie einfach günstig produktive Werte und Assets einkaufen können. Und wenn man das so durchspielt, das finde ich halt interessant, könnte man das jede 200 €, die man jetzt investiert, und das kann im Prinzip jeder, langfristig mit diesem Modell 1 Million Kaufkraft machen. Und das, also so würde, man muss einfach den Spieß umdrehen. Man soll nicht Opfer der Ereignisse werden, sondern man muss diese Ereignisse versuchen, an den Hörnern zu packen und zu reiten. Anders weiß ich nicht, wie man hiermit klarkommen soll.
Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben solche Goldaktien zu identifizieren, wie ich Ihnen gezeigt habe, diese Ressourcen, den Potenzialfaktor zu berechnen, eine Exit-Strategie zu entwickeln. Was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist? Dass man dann, sag ich mal, eine Vorstellung hat. Also wie gesagt, es ist moderates und ein sehr hohes Risiko. Weitere Informationen finden Sie dann im YouTube unten in der Beschreibung und auch, wo Sie den kaufen können. Und für Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Einlagen von Gold und Silber in Einkaufsgemeinschaftsunternehmen, das ist zu jeder Zeit an jegliche Mengen Gold und Silber zu sehr günstigen Preisen gekommen. Eine Überweisung, sehr technisch leicht abwickelbar und schon ist es Zollfreilager in der Schweiz eingeliefert. Genauso leicht ist der Verkauf. Sollte man sich sicherlich mal ansehen, dass man eine Alternative zu diesen reinen Edelmetallhändlern vielleicht hat. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, sofort über neue Videos informiert werden, auch ein Like geben, denn das würde den Algorithmus insofern aktivieren, dass diese Videos dann auch anderen potenziellen an diesem Thema interessierten YouTube-Zuschauern vorgeschlagen werden. Also mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.